Daniel Harper lebt in einer kleinen Blockhütte am Rande des Reading Mountain Nationalparks in Manitoba, Kanada. An diesem Morgen durchflutete das helle, weiße Sonnenlicht des Sommers den Garten hinter seinem Haus. Kurzes grünes Gras, durchsetzt mit Flecken trockener brauner Erde, schafft eine vertraute und friedliche ländliche Landschaft. In der Ferne standen Reihen hoher Birken und Kiefern still unter dem klaren blauen Himmel. Daniel kniete sich hin, um die Tomaten- und Bohnenpflanzen zu pflegen, seine Handschuhe waren noch feucht von der Erde. Er lebt seit über 20 Jahren hier und versteht den Rhythmus der ihn umgebenden Natur. Hin und wieder sah er noch Elche durch den Garten wandern oder Bärenspuren im weichen Boden. Doch nie zuvor hatte er sich in seinem eigenen Garten so unwohl gefühlt wie an diesem Morgen. Mitten in der Stille ertönte aus dem Gebüsch dahinter ein leises, plötzliches Stöhnen. Es war nicht das Zwitschern von Vögeln oder das Quaken von Eichhörnchen, sondern ein abgehackter Laut, der von Schmerz und Erschöpfung durchdrungen war. Daniel stand auf, sein Blick ruhte aufmerksam auf den Blättern, die sanft im Sonnenlicht raschelten. Er spürte deutlich, dass sich etwas Ungewöhnliches seinem Garten näherte. Hinter den dichten grünen Büschen taumelte ein Tier von der Größe eines ausgewachsenen Hundes ins Licht. Sein Fell war zerfetzt und schmutzig, und sein Körper war so dünn, dass man seine Rippen unter der dünnen Haut sehen konnte. Sein Kopf steckte in einer alten, verblichenen, zerkratzten Plastikbox, die mit eingetrocknetem Schlamm bedeckt war. Das Tier taumelte dahin und stieß gegen Bäume und Zäune, als ob es nicht sehen könnte, wohin es ging. Es stieß leise Stöhnlaute aus, die in der stillen Ruhe des Sommermorgens widerhallten. Daniel wich einen Schritt zurück, als ihm klar wurde, dass es sich hier nicht um einen gewöhnlichen Streuner handelte. Er eilte auf die Veranda und griff nach dem langen Stock, mit dem er gewöhnlich Rehe aus dem Gemüsegarten vertrieb. Zurück auf dem Rasen näherte er sich dem Tier vorsichtig, sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er berührte sanft mit der Spitze seines Gehstocks die Plastikbox, die darauf klebte. Das Tier wimmerte leise und sank dann auf den Fleck kurzes grünes Gras, der mit trockener brauner Erde durchsetzt war. Im grellen, weißen Sonnenlicht war der muskulöse, wenn auch abgemagerte Körper für Daniel deutlich zu erkennen. Ihm lief ein Schauer über den Rücken, als er erkannte, dass der Körperbau dem eines jungen Berglöwen ähnelte. Daniel wich schnell zu dem kleinen Holzhaus zurück, den Blick fest auf das reglose Wesen gerichtet. Er schloss die Tür und rief sofort die Rangerstation in der Nähe des Reading Mountain Nationalparks an. Die Stimme am anderen Ende der Leitung wies ihn an, im Haus zu bleiben und sich dem Tier nicht zu nähern. Sie sagten, dass junge Berglöwen manchmal in den Außenbezirken des Parks gesichtet würden. Daniel stand am Fenster und blickte auf den Rasen hinaus, wo die Plastikbox noch immer den Kopf des armen Tieres bedeckte. Das helle Sonnenlicht ließ die alte Kiste wie eine grausame Menschenfalle aussehen. Er fragte sich, wie lange es schon blind und unfähig zu jagen gewesen war. Möglicherweise suchte es aufgrund anhaltenden Hungers und Durstes als letzten Ausweg Zuflucht in einem Wohngebiet. Seine anfängliche Angst wich allmählich Trauer und Mitgefühl. Ihm war klar, dass er ohne professionelle Hilfe nicht helfen konnte. Nach etwa 30 Minuten angespannten Wartens hallte das Geräusch des Pickup-Motors wieder. Die beiden Ranger stiegen aus dem Fahrzeug in die helle Sommersonne und verschafften sich schnell einen Überblick über die Lage. Die beiden Ranger stellten sich als Lucas Bennett und Aaron Mitchell von der Naturschutzstation in der Nähe des Parks vor. Sie beobachteten es aus der Ferne und bestätigten, dass es sich um einen jungen, stark abgemagerten Berglöwen handelte. Lucas meinte, es habe wahrscheinlich wochenlang in der Plastikbox gesteckt. Aaron kam zu dem Schluss, dass es nur mit dem wenigen Wasser überleben konnte, das sich noch am Boden der Kiste befand. Nach kurzer Rücksprache mit Daniel entschieden sie sich für die Verabreichung einer Narkose, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Lucas benutzte vorsichtig einen Stock, um den eingeklemmten Kopf des Tieres zu kontrollieren und zu stabilisieren. Aaron bereitete die Betäubungsspritze vor und zielte präzise auf das Hinterbein des Berglöwen. Die Injektion wurde schnell unter der hellen, intensiven kanadischen Sommersonne verabreicht. Nur wenige Minuten später erschlaffte der dünne, gebrechliche Körper und lag regungslos im Gras.
Daniel stand hinter ihnen und hielt den Atem an, während er den beiden Rangern bei ihren professionellen Manövern zusah. Die Atmosphäre war angespannt, aber konzentriert inmitten des üppigen Grüns des Gartens. Sobald das Tier vollständig bewusstlos ist, beginnt die eigentliche Rettungsaktion. Lukas und Aaron holten spezielle Schneidwerkzeuge von der Ladefläche des weißen Pickups. Sie knieten sich neben den Berglöwen und begannen, Schichten von dickem, verfärbtem Plastik abzuschneiden. Unter dem starken Druck der Schneidzange riss die Schachtel allmählich, dennoch war äußerste Vorsicht geboten. Nach einigen spannungsgeladenen Minuten löste sich endlich die letzte Plastikschicht von dem hageren Gesicht. Das Gesicht des Berglöwen wurde sichtbar, sein Fell hatte eine stumpfe graue Farbe und wies einige Kratzer von Reibung auf. Im hellen Sonnenlicht wirkte es viel kleiner und schwächer, als es seine angeborenen Raubtierinstinkte vermuten ließen. Aaron überprüfte Atmung und Herzfrequenz, während Lukas die Pupillenreflexe beobachtete. Sie legten es auf einen stabilen Keilrahmen und hoben es dann synchron und vorsichtig an. Die auf dem grünen Rasen verstreuten Teile alter Plastikboxen zeugten von dem herzzerreißenden Vorfall. 2 Parkwächter gingen langsam auf die offene Ladefläche des Pickups zu. Daniel stand schweigend da und beobachtete in bedrückender Stille, wie das wilde Tier weggetragen wurde. Die Autotür schloss sich und markierte damit das Ende der Rettungsaktion in dem kleinen Garten. In der Rangerstation in der Nähe von Reading Mountain wurde das Tier sofort von Tierärzten aufgenommen. Es wurde in einen sicheren Käfig gesetzt und erhielt intravenöse Flüssigkeit zur Rehydrierung. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass das Tier aufgrund eines längeren Nahrungsmangels stark abgemagert war. Der Arzt stellte fest, dass es möglicherweise nicht überlebt hätte, wenn sich die Behandlung um einige Tage verzögert hätte. Am Nachmittag desselben Tages begann der Berglöwe in seinem kleinen Genesungsgehege wieder zu Bewusstsein zu kommen. Es lag still da, trank Wasser und fraß unter Aufsicht des Personals kleine Mengen weicher Nahrung. Nach 3 Tagen war es in der Lage, aufzustehen und sich langsam in dem beengten Raum fortzubewegen. Lukas und Aaron beobachten abwechselnd täglich den Gesundheitszustand des Tieres. Ein paar Wochen später begann das Fell wieder dichter zu werden und die Muskulatur erholte sich allmählich merklich. Es wurde in ein größeres, naturnahes Gehege verlegt, um seine Überlebensinstinkte zu schärfen. 3 Monate konsequenter Pflege halfen ihm, seine frühere Stärke wieder zu erlangen. Seine Augen waren nicht länger müde, sondern leuchteten mit einem vertrauten wilden Instinkt. Der Zeitpunkt der Wiederauswilderung in den Wald wird festgelegt, sobald Experten bestätigen, dass das Tier in der Lage ist, selbstständig zu überleben. Der Pickup, der es transportierte, fuhr tief in den Wald hinein, nahe dem Rand des Reading Mountain Nationalparks. Weißes Sonnenlicht filterte durch die Blätter und erhellte das grüne Gras und den trockenen Waldboden. Die Tür des eisernen Käfigs öffnete sich in der feierlichen Stille des Sommermorgens. Der Berglöwe schlenderte langsam nach draußen und verharrte einige Sekunden, um das Gefühl der Freiheit zu genießen. Es drehte den Kopf und blickte die Menschen an, die ihm in den letzten 3 Monaten das Leben gerettet hatten. Lukas und Aaron standen schweigend da und beobachteten seine stetigen Schritte, als es tiefer in den Wald vordrang. Auch Daniel Harper war aus der Ferne anwesend, sein Herz erfüllt von unbeschreiblichen Gefühlen. Das Tier verschwand allmählich hinter den hoch aufragenden Birken des Nationalparks. Unter dem strahlend weißen Sonnenlicht kehrte der Wald zu seiner gewohnten Ruhe zurück. Daniel verstand, dass die Natur hart sein konnte, aber menschliche Güte das Schicksal verändern konnte. Diese Geschichte wurde zu einer unvergesslichen Erinnerung an die fragile Verbindung zwischen Mensch und kanadischer Wildnis.